Ich bin Irene und dies ist mein selbst ausgebauter Van, in dem ich lebe, arbeite und reise. Ich lebe und arbeite hier auf 3 Quadratmetern. Und ich habe dieses Auto komplett selbst ausgebaut. Ich habe das im Mai 2019, glaube ich, gekauft. Da hatte ich noch gar keinen blassen Schimmer, was das werden soll. Klar, ich wusste, dass ich das irgendwie ausbauen will zum Minicamper, aber da wusste ich noch nicht, oder zumindest nicht mein Verstand, wusste das noch nicht, dass ich da mal drin leben werde. Das hat auch eine Weile gedauert und für den Ausbau habe ich also mal 2 Jahre gebraucht, weil ich wusste ja auch nichts, wie irgendwas geht. Und so nach und nach hat sich immer mehr herauskristallisiert, das wird mein Zuhause. Insofern wollte ich auch nicht mal eben, weiß nicht, hier so eine Schlafbox reinbauen, sondern es sollte ein schönes Zuhause werden. Und ich werde sicherlich auf diesem Kanal noch das ein oder andere davon teilen, weil das hat mich so wahnsinnig vorwärts gebracht. Allein diese Erfahrung zu haben, dass ich das mit meinen eigenen Händen erschaffen habe und gebaut habe. Und ja, und ich sitze hier oft drin und ich bin so fassungslos noch immer wieder, dass ich das selber gebaut habe. Und ich habe das auch so gebaut und das passt auch so, ja, was ich immer mehr merke, wie mein Leben anders funktionieren kann, nämlich nicht ein Plan und ein Ziel und da will ich hin und vergesse dazwischen das Leben. Es gibt doch so viele Sprüche irgendwie, ich weiß nicht mehr von wem und wie sie alle gehen, aber irgendwie das Leben eigentlich passiert, während man noch am Plan ist. Und so ist es irgendwie auch. Und ich hätte mir so sehr einen Plan gewünscht, aber ich konnte dieses Auto, diesen Ausbau nicht planen, weil ich überhaupt gar keine Ahnung davon hatte. Und ich wusste auch, ich wusste gar nicht, wie ich es haben will. Und ich habe mich sozusagen so auch da vorwärts gehangelt, von Schritt zu Schritt und immer auf irgendwie eine Erleuchtung oder eine Erkenntnis oder eine Eingebung gewartet, wie ich dann den nächsten Schritt machen konnte. Und da musste ich erst mal recherchieren, wie ich das umsetzen kann. Das war schon das hat mich manchmal so zur Verzweiflung gebracht, weil ich mache gerne Dinge und ich weiß gern, wie sie gehen und immer dieses Nichtwissen, das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Und das erstmal mühsam alles rausfinden. Oh, ich bin nicht der geduldigste Mensch. Und dieses Auto, ich weiß, es heißen viele so, aber er heißt Baloo. Er hat sich mich irgendwie so vorgestellt. Ich sah so diesen Bär vor mir mit Ruhe und Gemütlichkeit. Und ja, das hat mich dieses Auto ein bisschen gelehrt. Ein bisschen. Ich bin noch nicht perfekt da drin. Das werde ich wahrscheinlich nie. Kennst du das auch, dass man Dinge unendlich lange vor sich her schiebt, bis es eigentlich schon fast zu spät ist? Und dann muss man sich sowas von sputen und verbiegen, um das noch irgendwie hinzukriegen. Und so ist es mir gerade gegangen. Eigentlich will ich seit Monaten mein erstes Video aufnehmen. Und habe es immer vor mir hergeschoben. Gab es 1000 Gründe. Und jetzt kam gestern eine Nachricht von Katja. Ich weiß nicht, ob ihr Katja kennt. Wenn, ist es eine gute Gelegenheit, sie kennenzulernen, von Peace, Love at Om, dem YouTube-Kanal. Und sie macht wunderbare Videos. Sie porträtiert Menschen, die einen anderen Lebensstil gewählt haben, im Tiny House oder im Vanlife oder in der Höhle wohnen oder was auch immer, die einfach was anders machen. Genau, und so hat sie auch mich porträtiert mit meinem selbst ausgebauten Minivan. Bin ich seit letzten Oktober unterwegs. Also ich lebe hier schon länger drin. Und ja, und ich wusste immer, wenn sie dieses Video online stellt, dann möchte ich gerne das als Startschuss nehmen für meinen eigenen YouTube-Kanal. Und nun kam gestern diese Nachricht und ich hatte immer noch gar nichts. Doch, ich habe schon einiges gemacht. Ich habe eine YouTube-Video-Challenge gemacht und diesen Kanal-Trailer da erstellt innerhalb dieses Kurses.
den ich gar nicht so gut finde. Aber egal, ich habe ihn jetzt hochgeladen und meine Mrs. Perfect in Rente geschickt. Und was ich auf diesem Kanal gerne machen möchte, weil eigentlich habe ich nicht so wirklich eine Ahnung, ganz konkret gar nicht. Das ist, glaube ich, auch was, was mich so lange hat zögern lassen. Was soll ich denn da überhaupt erzählen? Was soll ich denn da zeigen? Und ich kann nicht filmen und ich kann nicht Video schneiden. Wie soll denn das alles gehen? Habe ich mich immer gefragt. Und gleichzeitig wusste ich, ich werde das tun, weil ich habe was zu erzählen. Ich bin jetzt 61 und habe mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich hatte Anfang 2018 einen Burnout. Ich habe als Psychologin lange in einer großen Uniklinik gearbeitet, immer da, wo es um Menschenleben ging. Ja, bis zum Burnout, bis mein Körper gestreikt hat und ich gemerkt habe, irgendwas muss ich anders machen, und zwar gravierend. Aus diesem Hamsterrad raus. Es hat mich da rausgeschleudert und ich durfte irgendwie alle meine Einzelteile wieder neu zusammensuchen und gucken, wie kann es denn anders gehen. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin halt in dieser Gesellschaft aufgewachsen, wie so viele, gut konditioniert. Ich war mal ein sehr angepasster Mensch. Hatte zwar im Inneren immer eine Rebellin in mir, aber die durfte nie so richtig raus. Ja, und das war so der Anlass, weil es ging nichts mehr. Ich war so lebensmüde. Es war nicht so, dass ich mir das Leben nehmen wollte, aber ich war so erschöpft von diesem Leben. Und ich sehe rund um mich so viele, denen es so geht. Und deswegen möchte ich das, glaube ich, auch hier teilen. Meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse, meine Geschichte, was auch immer, meine Reise. Ich werde in diesem Video bestimmt ein bisschen was zeigen, aber viel seht ihr auch bei Katja. Und vielleicht werde ich zukünftig auch ein bisschen was teilen, wie ich das gebaut habe. Ich habe irgendwie ganz viel mehr Fotos gemacht als Filme von den einzelnen Bauschritten, für die, die das vielleicht interessiert. Und ich kann nur sagen, es ist so unfassbar perfekt geworden. Ich würde nichts ändern. Und das hätte ich, wenn ich das alles vorher geplant hätte, ohne dieses Wissen, was ich jetzt habe, das wäre, glaube ich, voll schräg geworden. Ja. Das ist, was ich teilen möchte. Und ich möchte aber auch ganz viel von meinen Erfahrungen teilen, ja, bezüglich Leben. Also für mich ist es so ein Weg, auch neu leben zu lernen, anders leben zu lernen, wirklich mich kennenzulernen und ja, meine Gaben, meine Talente, was macht mich aus, was für Bedürfnisse habe ich, das habe ich nicht gut gelernt. Ich habe immer für die Bedürfnisse anderer gesorgt. Und als Psychologin und in so einer Uniklinik, wo man, ja, dieses Helfersyndrom habe ich bestimmt auch gehabt. Also ich habe das, glaube ich, schon ziemlich lange abgelegt. Aber in diesem Gesundheitssystem geht man irgendwie so drauf, weil es da überall nur Mangel herrscht und es nie genug ist. Ja. Ich hatte heute Morgen ja echt Stress, weil ich dieses Video machen, also in meinem Kopf habe ich mir Stress gemacht. Ich kann mir super gut selber Stress machen, weil ich will das schaffen unbedingt und ich will das vorher fertig kriegen. Und ich habe aber inzwischen auf dieser Reise schon so gelernt, nee, dieser Spruch, den ich so kenne, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, den habe ich irgendwann mal umgedreht. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will gar nicht Arbeit. Also ich will Arbeit für mich ganz neu definieren. Und habe dann gedacht, erst das Vergnügen und dann die Freude und dann die Arbeit mit Freude machen. Und genau das habe ich heute Morgen gemacht. Ich bin als erstes Mal ins Meer gesprungen und habe meine Morgendusche am Strand genommen. Ich habe zwar eine Außendusche, aber am Strand ist viel bequemer. Habe da schön geduscht, die Haare gewaschen. Und dann bin ich ganz spontan in ein Café gegangen und habe da gefrühstückt mit Blick aufs Meer und habe mir Zeit gelassen.
und habe gedacht, das gönne ich mir jetzt. Und dann setze ich mich dran und dann mache ich mich an die Arbeit. Das ist neu. Ja, das ist neu und das lerne ich auf dieser Reise. Und ich lerne auch dieses im Augenblick zu genießen. Wirklich, oh, das ist so unfassbar, was die Natur an Schönheiten hervorbringt. Und das wirklich wieder sehen zu lernen, das habe ich ziemlich verlernt in meinem Hamsterrad. Und gleichzeitig gab es auch auf der Reise, es ist nicht nur schön, überhaupt nicht, das wusste ich auch. Und ich habe manchmal mich selber so, ich habe so gehadert, warum muss ich immer so weit aus meiner Komfortzone mich selbst rausbegeben? Oh, war ich richtig wütend manchmal mit mir, wenn ich in so tiefe Ängste gefallen bin. So, das war nicht immer schön, so ganz allein als Frau zu reisen. Und wenn ich an Plätzen stand, wo ich mich nicht sicher fühlte, also mir ist nie was passiert, das nicht, aber es ist schon irre, weil man erlebt ja auch immer was Neues und es ist nie gleich und man muss sich immer auf Neues einstellen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt schon auch so einen Teil in mir, der möchte am liebsten keine Veränderung und der möchte gern wissen, wo was ist und wie was geht. Und immer neu heißt immer irgendwie alles wieder neu rausfinden. Allein nur, wo ist ein Supermarkt? Wo ist in dem Supermarkt was? Was gibt's da? Und also so alltägliche Dinge. Ja. Ja, und ich lade euch herzlich ein, mich zu begleiten, wann immer ihr Lust habt, reinzuschauen. Und vielleicht möchtet ihr meinen Kanal abonnieren. Ich kann nichts versprechen, wann hier was wie kommt. Ich bin selber gespannt. Auch, ja, ja. Ich habe schon mal ein Video hochgeladen, und zwar eine geführte Meditation, die ich gesprochen habe und aufgenommen habe. Aber eigentlich habe ich sie für meinen Sohn aufgenommen. Und ich habe sie jetzt doch, ich wusste nicht, wie ich sie ihm, das war so eine große Datei, wie ich sie ihm hätte schicken können. Er hat sie auch nie gehört, glaube ich. Da habe ich sie einfach bei YouTube hochgeladen. Und inzwischen haben 20 Leute das angeklickt. Ich weiß nicht, ob es, ja, nicht, du bestimmt nicht durchgehört, aber mir gefällt es nicht so. Das habe ich in einer Phase gemacht, wo ich ziemlich mitgelitten habe, wo es meinem Sohn nicht gut ging. Aber ich werde vielleicht auch sowas machen, weil ich liebe das selber. Ja, rauszufinden, wie kann ich wirklich mein Leben leben, wie ich gedacht bin. Und da hilft mir zum Beispiel auch die Natur. Ja, wenn ihr den Blick sehen könntet, vielleicht kann ich den noch mal einblenden, wo ich gerade hingucke. Ich habe ein Haus am Meer, ein rollendes Zuhause mit Meerblick. Und es ist so heilsam und ich liebe das. Ja, ja, willkommen, wenn du magst, schau wieder vorbei, würde mich freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.